Das 38. Filmfest ist vorbei. Und es freut mich unheimlich, dass wir jetzt schon seit 10 Jahren at Midnight dabei haben. Die Reihe unterscheidet sich so von großen Publikumsfestivals darin, dass wir immer ein besonderes Thema wählen. Und das waren in diesem Jahr die Vampire. Also hatten wir Vampires at Midnight. Und das Ganze macht die Sache so spannend, weil wir diesmal nicht nur unsere 5 Nächte hatten, sondern ein Eröffnungsfilmkonzert, bei dem wirklich 2000 Leute saßen und einem 100-köpfigen Orchester lauschten, wie es die Musik von Wojciech Kieler zu Francis Ford Coppolas Klassiker von 1992 spielte. Das war der absolute Hammer. Nun aber gab es sogar noch ein zweites Konzert und das lag mir persönlich auch sehr am Herzen. Und zwar bin ich ein großer Analog-Fan und deswegen haben wir Nosferatu von 1922 nicht als DCP gespielt, sondern als 16 mm vom Projektor. Und in der Kirche St. Petri, das ist so eine alte gotische Kirche, also sehr stimmungsvoll. Und das Publikum, das war absolut begeistert. Und dazu spielte Richard Siethoff, das ist würde ich mal sagen, wirklich in seiner Altersklasse so der bedeutendste Pianist für Stummfilme. Und der spielte zum ersten Mal diese Orgel in St. Petri, hat sich da eine Viertelstunde dran eingespielt und dann hat er so eine Wahnsinns-Performance hingelegt. Also wer da nicht dabei war, der hat wirklich was ganz, ganz Großes verpasst. Es hat mich sehr gefreut, beim 38. Internationalen Filmfest Braunschweig als Gast zu sein. Ich glaube, ich bin jetzt schon das 3. Mal da. Diesmal eine Doppelfunktion als Filmvorführer und Organist. Ja, und wir haben den Film heute gesehen als analoge 16 mm Filmkopie. Also relativ authentisch, sage ich mal. Eine schöne farbige Restaurierung, die schon ein bisschen älter ist, aber deswegen nicht unvollständig, sondern auch einen schönen Charme hat. Die Orgel hier, die habe ich heute so ein bisschen als Kinoorgel entfremdet. Das ist ein bisschen eine andere Verwendung als ein normales Orgelkonzert, weil man permanent die Register zieht und wechselt und dann parallel noch in den Spiegel immer gucken muss, dass man den Film richtig sieht und dann noch die richtigen Töne finden auf dem richtigen Manual. Das ist ein bisschen Gehirnakrobatik, weil man doch sehr viel vorausplanen muss. Man kann nicht die Effekte so ganz spontan wie auf dem Klavier ganz laut sein, wie ich es normalerweise mache, sondern wenn man einen lauten Effekt haben will, dann muss man vorher ein Manual registrieren, während man guckt, wo der Film gerade ist, was der macht. Dann muss ich, was spiele ich eigentlich gerade? Und jetzt kommt der Effekt, auf welchem Manual habe ich und dann... So. Im Kopf rattert es sehr viel sozusagen, aber ein spannendes Abenteuer für mich gewesen. Ich hoffe, dem Publikum hat es gefallen. Über viele Jahrzehnte war Nosferatu lediglich durch dieses eine Bild, dieses ikonische, expressionistische Bild bekannt. Daraus entwickelte sich das Missverständnis, dass es sich hierbei um einen Meilenstein des expressionistischen Films handelt. Immer wieder muss ich das in Ankündigungen lesen. Das ist er aber nicht. Es ist der erste fantastische Film, der den Expressionismus überwindet. Und Murnau nutzt diese Bildgestaltung wirklich nur in 2 Szenen, wo es dramaturgisch unbedingt notwendig ist. Ansonsten ist es ein zutiefst naturalistischer Film. Also Nosferatu ist ja für mich einer der schaurigsten Filme überhaupt. Und wenn man jetzt diese Fassung, die wir da gesehen haben, vergleicht mit so einer restaurierten DCP, dann hat er ja nochmal eine ganz andere gruselige Qualität, da ja durch das analoge Filmmaterial sich ja die Zeit selbst da eingeschrieben hat und man wirklich so den Eindruck hat, man hat da so ein ästhetisches Artefakt aus einer ganz anderen Zeit. 102 Jahre ist der Film alt und funktioniert immer noch wunderbar, finde ich. Und gerade in diesem Setting mit der Kirche und dem Siethoff an der Orgel von 16 mm projiziert, ich glaube, das kommt dem am nächsten, wie man so als abgeklärter Zuschauer im 21. Jahrhundert kommen kann, wie vielleicht damals Leute den Murnau erlebt haben. Ich bin sehr begeistert. Ja, und ich freue mich, vielleicht klappt es ja wieder mal, dann bin ich gerne wieder dabei beim Internationalen Filmfest Braunschweig. Da das Kino an allen 5 Tagen zu später Stunde sehr gut gefüllt war, kann ich schon jetzt sagen, es wird auch im nächsten Jahr at Midnight geben.
kommen Sie vorbei, kommen Sie nach Braunschweig zu At Midnight.